Herr Schulmann, Sie sind sehr lange eigentlich schon auf dem Bildschirm zu sehen, aber vielen sind Sie erst nach The Voice so richtig bekannt geworden durch die Castingshow. Können Als Sie mal Einzelkämpfer, ja genau. Also bei Voice jetzt erst seit, krass, das fühlt sich an wie, das ist so schnell verflogen die Zeit, weil es halt so krass war alles, aber so als Einzelkämpfer jetzt bei Voice bin ich irgendwie 1,5 Jahre erst zu sehen. Was haben Sie denn vorher gemacht? Vorher war ich in der Serie. Ich habe fast 6 Jahre eine Rolle gespielt, einen Charakter, der so irgendwie auch zum Teil, auch dann wird man ja so ein bisschen der Charakter irgendwie in der Serie, halt was ganz anderes. Es war für mich erstmal fast ein bisschen anstrengend, wieder einfach nur Tore zu sein. Also Hilft Ihnen das Schauspiel jetzt vor der Kamera bei The Voice als Moderator? technisch, ja. Also technisch hilft mir das auf jeden Fall, aber jetzt so erstmal überhaupt nicht. Es war ganz im Gegenteil. Ich musste erstmal ganz easy werden wieder und ganz locker und gar nicht auf so viel achten, sondern einfach nur ich selbst sein. Und also ich selber sein war das Anstrengendste an der ganzen Sache. Und das geht immer besser. Castingshows haben jetzt nicht immer den besten Ruf. Musste man Sie überzeugen, bei sowas mitzumachen? Ja, ich habe gesagt, bei einer Castingshow, es war ganz witzig, beim Casting habe ich gesagt, ich würde keine Castingshow moderieren. Das würde ich nie machen. Und als ich dann gehört, und ich habe dann, und dann wurde haben die mich gefragt, was würde es denn anders machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde halt respektvoll mit den Leuten umgehen, würde die nicht irgendwie in die Pfanne hauen und würde die halt gerne an dem messen, was sie können und nicht nur an irgendwelchen Geschichten sie in irgendeine Ecke drängen, die sie gar nicht wollen, nur um eine geile Show zu machen. So, und dann meinten die, ach, das passt ja ganz gut, weil wir sind von Voice. Ich wusste nicht, dass es Casting für Voice ist. Und dann habe ich gedacht, ey krass, Voice ist halt keine klassische Castingshow, ne? Was ist da anders? Naja, bei uns geht es, hört sich so blöd an, aber bei uns geht es um die Stimme und um die Leute und die Leute eine gute Show daraus zu machen. Es geht natürlich auch um Show zu machen, aber nicht, indem man die Leute halt irgendwie bloßstellt oder sich irgendwie über irgendwelche Geschichten so aufgeilt an irgendwelchen Geschichten und Schicksalen, sondern im Vordergrund steht einfach das Singen. Wer bei uns nicht singen kann, kann nichts in der Show machen. Und das ist für mich das, was das Ganze ausmacht. Halt auch für mich als Moderator. Ich kann den Leuten mit gutem Gewissen sagen, auch nach der Show und hier, und das sage ich auch immer, könnte ich sofort jedem in die Kamera sagen, ey, wenn du ein Problem mit der Show hast oder wenn du irgendwie was hast, komm zu mir und wir reden und dann erklär mir das, weil ich kann dir das, glaube ich, andersrum wieder ganz gut klar machen, warum die Show echt in Ordnung ist. Das heißt, die Show allein bei The Voice ist es so, dass es sich in die positive Richtung entwickelt hat. Die Show ist echt und das, worum es geht, ist echt und das finde ich super, weil ich auch jemand bin, der sehr direkt ist und sehr, ich mag dieses spooky, strange, oberflächliche Fernsehgeschäft, ist so das, was ich daran sehr scheiße finde. Geht es überhaupt in dem heutigen Tagesgeschäft so geradeaus zu sein? Ja. Ich bin bis jetzt immer so gefahren, dass ich, wenn mir irgendwas auf den Sack geht, ich meine, es ist nicht anstrengend, es gibt ja auch Leute, die immer sich irgendwie aufregen, aber ich sage Leuten sehr direkt, was ich gut finde und was ich nicht gut finde und damit bin ich bis jetzt super gefahren und das werde ich auch immer so lassen und ich bin der tiefen Überzeugung, dass sich das auch durchsetzt und auf lange Sicht vernünftig ist. Es ist ja auch immer die Rede von Typen mit Ecken und Kanten, glauben Sie? Ja, ich habe Ecken und Kanten und ich bin bestimmt auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein total easy Typ, wäre das bestimmt falsch, aber ich bin auf eine Art, ich habe Ecken und Kanten, aber ich lasse auch mit mir darüber reden, über die Ecken und Kanten, aber es gibt so ein paar Sachen, zu denen stehe ich und da würde ich auch immer wieder, egal ob zu meinem Boss oder zu meinem Kumpel oder irgendwie, würde ich das immer auch gleich sagen. Und nicht nur, weil ich irgendwas von dem vielleicht will oder so, würde ich nicht anfangen, dem um den Mund zu reden. Das könnte ich für mich nicht und damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Mussten Sie schon mal gegen Vorurteile gegenüber Soap-Darstellern? Ja, logisch. Ja. Wie sieht das aus? Ja, natürlich hat man damit zu kämpfen, dass man irgendwelche Vorteile hat. Jetzt hier, der kommt aus einer Serie und so, aber den Leuten sage ich auch immer, ihr habt keine Ahnung. Weil was ist denn Soap? Wenn man sich das heutzutage anguckt, ist es qualitativ wirklich gut und was die Leute auf jeden Fall können, ist schnell arbeiten. Und was heute zählt im Fernsehgeschäft ist natürlich, dass man das irgendwie gut macht natürlich, aber auch vor allem immer wichtiger, dass man es schnell macht und auf den Punkt. Und das ist, was Leute aus den Serien auf jeden Fall sehr gut können. Und nur die Leute, die natürlich in der Serie jetzt lange sind und sich dann zurücklegen und sagen, ja, ich bin jetzt hier der dicke Otto aus der Serie und sage da meinen Text runter und brauche nicht mehr an mir arbeiten und lasse mir auch nichts mehr sagen, weil ich der coolste Typ bin, die bleiben auf der Strecke.
Können Sie sich vorstellen, auch wieder zurückzugehen, sozusagen für eine Soap zu arbeiten, oder sehen Sie sich weiterhin eher als Moderator? Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so die Bühne was ich gerade jetzt wieder so bei den Aufzeichnungen denke, das ist echt so mein Ding. Ich liebe es, die Leute ganz nah an mir ranzuhaben und am liebsten live noch die Reaktion von den Leuten zu haben und mit denen zu interagieren und so. Das finde ich schon sehr, sehr gut und das gefällt mir auch. Also merke ich, dass es mir das immer so ein richtig gutes Gefühl gibt da oben. Und jetzt, wo man auch so langsam sicherer wird und macht es immer mehr Spaß. Und ich glaube, mich erstmal von der Bühne wieder runterzukriegen, geht nur, indem ich keine Jobs bekomme und es muss. Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht oder verraten, auf wen sich das Publikum freuen kann bei der nächsten Staffel? Da sieht ja die Jury wieder komplett anders aus. Und es gab ja schon bei den ersten 2 oder 3 Staffeln, hat ja die Jury irgendwie... Ja, die hat jetzt das erste Mal gewechselt. Genau. Ja, also unsere Jury hat jetzt gewechselt und ich bin total begeistert von den Neuen, weil die halt sich total reinhängen und da voll engagiert sind, was schon manchmal dazu führt, dass wir irgendwie Stunden länger proben, weil die halt mit den Leuten so viel arbeiten. Aber was ja im Endeffekt cool ist. Schwert sich da. Ja, ich bin, muss man ganz klar sagen, Samu Haber-Fan geworden. Total cooler Typ. Hatte so erst so ein bisschen Probleme mit dem Deutschen, wo ich dachte, aber selbst ohne Deutsch, das war das Geilste an der ganzen Geschichte, selbst ohne, dass er richtig gut gesprochen hat, hat er das einfach durch Geräusche oder einfach, hat er es so rübergebracht und auf so eine sympathische Art, wo ich dachte, ey, super, genau richtig. Können Sie sich noch an irgendeine Sendung oder eine Sendung vorstellen, die Sie gerne moderieren würden, aktuell im Fernsehen? Oder sagen Sie, The Voice ist, ich meine, gehört zu den stärksten Castingshows, da ist jetzt auch nicht mehr viel Luft nach oben. Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, das wäre vielleicht mein Traum, das würde mir sehr viel Spaß bereiten? Ach, es gibt einiges, was ich super finde. Ich mag Game-Shows total. Ich würde gerne mal sowas machen. Ich würde gerne mal was machen, wo ich selber aufs Korn, also wo ich selber aktiv sein muss, finde ich immer super. Auch wo ich mich jetzt moderieren oder mitmachen? Moderieren. Achso, moderieren. Also moderieren würde ich gerne viele, viele Shows, wo ich viele, viele Live-Shows machen kann. Das wäre so echt was, wo ich total drauf stehe. Hatte ich früher total Angst vor. Dachte, oh Gott, Live-Show, ey. Mit dem Gedanken auf die Bühne zu gehen, dass draußen 5 Millionen Leute sind und wenn ich mich jetzt verspreche, dass das sofort jeder sieht, habe ich ein Riesenproblem mit gehabt und jetzt freue ich mich auf jede Bühne, wo ich dann irgendwie rausgehen kann und live bin und in der Situation drin. Deshalb freue ich mich über jede Live-Show. Und was ich noch gerne machen würde, ist so ein Magazin, das macht mein Kollege, der Haro Füllgrabe bei Galileo, so ein Action-Ding, wo er durch die Welt reist und irgendwelche verrückten Sachen ausprobiert und vielleicht auch Sachen macht, wo er Angst vor hat und sowas, hätte ich auch richtig Bock drauf. So ein bisschen was, wo ich mit anpacken muss, wo ich mir auch wehtun kann, wo Gefahr ist und sowas. Jetzt haben wir über die positiven Dinge geredet, es wird aber auch oft gesagt, dass die Qualität im Fernsehen total nachlässt, was Inhalte und Werte angeht. Finden Sie das genauso? Oder sehen Sie überhaupt keinen Qualitätsverlust, weil es so viel Angebot gibt, dass im Endeffekt überall auch Qualität mit drin ist? Nee, ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass nur noch dass eigentlich so nur noch danach nach Extremen gesucht wird beim Fernsehen, dass alles muss extremer sein und dann ist es besser, weil es die Masse der Leute guckt und das ist was ich nicht so mag. Qualität wird halt oft schnell vielleicht von Sendern nicht mehr, sie können es einfach nicht länger zeigen, weil es vielleicht nicht so viele Leute gucken und sie an dem Tag nicht Quoten an der ersten Stelle der Quoten sind und dann ganz schnell so eine Entscheidung getroffen wird, okay, nein, wir brauchen wieder was Krasses, was total polarisiert und so und das ist was ich sehr scheiße finde und wo ich selber ein riesengroßes Problem mit habe, aber ich bin ja im Moment bei einem Sender, der zum Glück eben nicht so ist, Im Moment sind Sie ja erstmal bei GQ hier beim Shooting. Man hat gesehen, Sie bewegen sich auch gerne und machen mit und warten auf Forderungen vom Fotografen. Macht Ihnen das Spaß? Ja gut, also so ein Shooting wie hier hatte ich tatsächlich noch nicht. Also ist ja totaler Profi und hat so ganz klar auch gesagt, hier nur noch jetzt nur so ein ganz kleines Stückchen nach da und ein ganz kleines Stückchen nach da, ein bisschen mehr lachen, ein bisschen weniger, Kopf runter und so. Und dann so, pop, fertig. Nichts. Was? Ich hasse normal Fotos. Ich hasse Fotoshootings. Ich hasse es, Fotos auszusuchen. Ich kriege die Krise, wenn viele Fotos von mir gemacht werden und mich selber irgendwo angucken muss auf Fotos. Da werde ich eigentlich irre.
Also Fotoshootings sind für mich eigentlich die Hölle. Bei der Anprobe haben Sie sich ja auch irgendwie ziemlich in die Hände von unserer Stylistin Ja, gegeben. Das heißt, Sie vertrauen den Leuten, die was davon verstehen, oder Genau. wollen Sie Also auch hier gerne ist halt, mitreden? ich sag mal, professioneller geht es ja nicht. Ich meine, einfach, ich ziehe das erste an, es läuft. Der Mantel passt, die Schuhe passen, die sind super vorbereitet und haben ganz klar was vor Augen, was sie wollen. Und ich meine, dafür werden die bezahlt. Und deshalb ist auch so ein Ding. Es gibt ja immer so Leute, die kommen zum Fernsehen und meinen dann so, ich bin der Regisseur, ich mache mein Styling selber, ich rede darüber, wie ich geschminkt werde, ich sage euch, wie ihr das Licht macht, wie ich besser aussehe. Und da kriege ich total die Krise. Ich bin so, es gibt für alles halt ihre Spezialisten und da verlasse ich mich auch total drauf. Und gerade bei so einem professionellen Team bin ich da total relaxed. Und im Privaten, sind Sie da auch experimentierfreudig, was Klamotten angeht, oder haben Sie dann einen straighten Stil, wo Sie sagen, ja, oder wie würden Sie selber Ihren Stil bezeichnen privat? Ich habe so ein paar Sachen, die ich super gerne anziehe. Also ich habe zum Beispiel coole Boots, um die ich dann so rumstyle. Ich habe vielleicht mal einen coolen Mantel oder einen coolen irgendwie sowas. Und das ist dann mein Lieblingsding und darum style ich mich. Aber ich bin privat sehr easy. Also ich habe echt, mein Schrank ist, glaube ich, für Stylisten so sehr langweilig, weil meine wildeste Farbe ist, glaube ich, blau. Und es geht eigentlich über so ich bin so der Erdfarbentyp. Ich stehe total auf Erdfarben und deshalb ist es eher so ein bisschen easy. Und im Job muss ich ja immer eher wildere Sachen anziehen und deshalb bin ich zu Hause, habe ich echt fast nur ganz lockere Sachen an. Und das heißt, Sie sind nicht besonders eitel? Ich bin wahrscheinlich schon eitel, wenn es darum geht, dass ich in der Öffentlichkeit irgendwie was machen muss, weil das ist mein Job. Aber wenn es darum geht, dass ich im Garten rumspringe oder wenn ich irgendwas mache, wenn ich schwitze, dann schwitze ich. Wenn meine Haare in dem Moment irgendwie auf 5:30 hängen, dann ist das so. Und und da ziehe ich auch das gammeligste Shirt an, weil es halt danach wahrscheinlich wegzuschmeißen ist. Und absolut nicht. Das ist auch immer schlimmer geworden. Desto mehr ich beim Fernsehen arbeite, desto mehr kann ich diese Stars verstehen, die dann mit den gammeligsten Sachen in der Freizeit rumrennen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, irgendwie dann darauf zu achten. Um nochmal auf das Fernsehen zurückzukommen, wenn Ihnen das so viel Spaß macht, haben Sie manchmal auch Angst davor, dass Sie verbraucht sein könnten irgendwann und Sie nicht mehr gebraucht, weil ständig neue Leute nachkommen, wie in dem Fall Sie? Ja, ich sag mal, die Gefahr ist immer da. Man muss halt frisch bleiben und dass das passieren kann, da muss man sich halt ganz bewusst sein. Und ich glaube, so ein bisschen, gerade jetzt zum Beispiel bei mir läuft super. Ich sag mal, was soll ich sagen? Ich moderiere die fetteste Show, ich habe noch ein Magazin, was ich machen darf. Ich war noch mal in der Serie unterwegs, also besser kann es im Moment nicht laufen, aber desto besser es bei mir läuft, umso vorsichtiger werde ich. Und ich werde einfach vorsichtiger, weil ich immer denke, okay, wenn es jetzt so krass läuft, muss irgendwann die Phase kommen, dass es wieder nicht läuft. Das ist automatisch in der Branche so. Und komischerweise, desto easy-mäßiger ich in der Beziehung bin, kommt immer was Neues. Ich weiß nicht warum. Und ich bin da total dankbar. Also ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich und ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwie nicht so sagt, so ja, ich habe halt die Jobs, weil ich geil bin oder irgendwie sowas, sondern einfach, da gehört auch Glück zu und ich glaube, da gehört auch eine gewisse Ehrfurcht so vor dem Erfolg zu. Das heißt, Sie schätzen den Augenblick, aber wo sehen Sie sich in ein paar Jahren, wenn Sie sich das ausmalen könnten, wie es perfekt laufen könnte? Wenn es perfekt laufen würde, wäre ich, glaube ich, in 10 Jahren am gleichen Punkt wie jetzt und dabei mit der gleichen Frau zusammen, habe die gleichen Freunde, alle sind gesund und ich bin so entspannt wie jetzt.